Mit Version 0.10.0 hat Envision Entertainment das bisher umfassendste Update für Pioneers of Pagonia in den Beta-Branch übergeben. Ihr könnt also bereits seit vergangenem Donnerstag alle neuen Features und Funktionen vor dem finalen Release in den kommenden Tagen oder Wochen testen. Das Update ist dabei so umfangreich, dass ich es dieses Mal in 3 Videos teile. In diesem ersten Teil konzentrieren wir uns daher unter anderem auf den neuen Schatzsucher sowie die Monumente. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Wie im letzten Wochenrückblick schon erwähnt, in dem wir uns vor allem schon ein bisschen mit dem neuen Kampfsystem beschäftigt haben, besteht der neue Patch für Pioneers of Pagonia aus 5 Meilensteinen. Nämlich dem Schatzsucher, den Monumenten, den Melthorn, den Zauberern und Hexen und dem kompletten Rework des Kampfsystems. Aber auch beim Balancing, der Grafik, dem UI, der Minimap und der Map Generation hat sich was getan, sodass eigentlich kein Stein auf dem anderen gelassen wurde. Aber kein Problem, genau dafür sind die Pagonia News ja da und ich versuche mich wie immer so kurz wie möglich zu halten, damit ihr dann auch gleich weiterspielen könnt. Bevor wir so richtig loslegen, noch kurz ein Shoutout an meinen Partner Instant Gaming, bei dem ihr Videospiele deutlich günstiger als direkt auf Steam und Co. erwerben könnt und somit nicht nur Geld spart, sondern über meinen Partnerlink gleichzeitig diesen Kanal hier massiv unterstützen könnt. Hier möchte ich euch mal auf die 1-Euro-Spiele hinweisen, unter denen echte Perlen dabei sind. So gibt es aktuell zum Beispiel Station to Station, Mass Effect 2, Gothic 2, Terraformers und vor allem Fallout 76 für 1 Euro, welches aktuell bei Steam 40 Euro kostet. Meinen Ref-Link findet ihr wie gehabt oben im i sowie in der Videobeschreibung. Zurück auf den Pagonischen Inseln müssen wir uns zunächst mit Maurice Weber beschäftigen, der nach Hand of Blood als Erkunder sowie Kronk als Geologe durfte auch er sich jetzt im Spiel verewigen und dem Erkunder im deutschsprachigen Raum seine Stimme verleihen. Der Schatzsucher kann, wie sein Name schon sagt, verlorene und versteckte Gegenstände finden und bergen. Dabei funktionieren sie im Prinzip exakt genauso wie eure Erkunder und Geologen. Sprich, über ein eigenes Gebäude können diese rekrutiert werden und strömen dann entweder in alle Himmelsrichtungen oder in die von euch via Fokuspunkt festgelegte Richtung aus. Dabei machen sie ebenfalls gleich, keinen Halt bei den eigenen Landesgrenzen, werden auch gleich von Feinden in die Flucht geschlagen und benötigen ebenfalls Rationen, um sich in Bewegung zu setzen. Sollten eure Erkunder in Ruinen verborgene Schätze ausgraben, könnt ihr dann mit Münzen, Edelsteinen, Juwelen, Werkzeugen, Waffen, Rüstungen und so weiter rechnen, die dann Stück für Stück in euer Lager abtransportiert werden müssen. Je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt, kann dieser Bonus in einer frühen Spielphase durchaus den Unterschied ausmachen. Des Weiteren können die Schatzsucher auch Schatzkarten finden, die sie dann unter Umständen zu noch viel größeren Schätzen führen, welche ohne Karte nicht hätten gefunden werden können. Außerdem können sie sogenannte Relikte ausgraben, die ihr dann im Monument der Weisheit für weitere Boni studieren könnt. Und das führt uns dann direkt auch zu den Monumenten. Aktuell gibt es 2 Monumente im Spiel, nämlich den Leuchtturm und das eben schon erwähnte Monument der Weisheit. Anders als bisher müsst ihr diese aber nicht mehr erst auf der Map irgendwo finden, sondern könnt diese zu üppigen Baukosten, versteht sich, direkt in eurer Siedlung bauen. Die Monumente erzeugen, sobald sie vollständig errichtet wurden, Mana, mit welcher dann Fähigkeiten bzw. Buffs aktiviert werden können. Um Mana zu produzieren, benötigt der Leuchtturm eine brennende Flamme und somit durchgehend viel Feuerholz. Im Leuchtturm selbst könnt ihr dann zum Beispiel mit Fernsicht alle interessanten Orte im Umkreis von 250 Meter sofort aufdecken lassen. Die Leuchtturmwache hingegen warnt vor allen ankommenden Gegnern im Umkreis von 500 Metern, sobald diese den von euch aufgedeckten Bereich der Karte betreten. Alternativ setzt er auf das Auge der Turmspitze, was halt safe eine Sauron Herr der Ringe Referenz ist, und befreit im Umkreis von 500 Meter einen Bereich vom Nebel des Krieges. Im Monument der Weisheit können bis zu 6 gefundene Relikte gleichzeitig analysiert werden und erhöhen so jeweils eure Mana-Produktion. Habt ihr genug davon, könnt ihr mit dem Buff Uralte Arbeiter rufen, eine Gruppe von uralten Arbeitern an einem Zielort ordern, welche dann in einem gewissen Bereich alle Bergbauvorkommen abbauen und alle Bäume fällen, ehe sie wieder verschwinden.
Alternativ könnt ihr aber auch über uralte Verteidiger rufen, eine Gruppe uralter Kämpfer rekrutieren, welche dann im von euch gewählten Zielbereich mit allen Feinden kurzen Prozess machen, bis auch sie schlussendlich wieder verschwinden. Und ja, damit kratzen wir erst an der obersten Schicht dieses riesigen Content-Updates. Daher werden wir dann im zweiten Teil die neuen Gegner in Form der Melthorn im Detail beleuchten, uns die Änderungen an der Wirtschaft anschauen und uns mit den neuen Hexen und Zauberern befassen, die das gewohnte Gameplay ebenfalls deutlich verändern, ehe wir dann im letzten Teil nochmals auf das neue Kampfsystem eingehen und uns noch durch die Balancing-Änderungen und andere Verbesserungen arbeiten. Viel zu tun also und in diesem Sinn frohes Pagonian. Wow, oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.